Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier mal ein etwas anderes Gerät, und zwar ein All-in-One Desktop-PC von HP. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer findet. Aber wie immer, als allererstes sicherstellen, dass das Gerät nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist, was hier hinten ja dran kommt. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier drüben. Und da kann man eben einmal das All-in-One HP 27 Zoll lesen, aber auch hier unten die genaue Modellbezeichnung. Und genau, also mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben auch die Ersatzteile oder das Modell bei uns im Shop. Bei diesem Gerät ist es so, dass man an alles rankommt, wenn man das Display herausnimmt. Und das ist auch gar nicht so schwierig, wie es vielleicht klingt. Auf jeden Fall ist das hier unter dem Display sind dann Lüfter, SSD und RAM. Ist also wirklich gut aufrüstbar, das Gerät. Und man kommt eigentlich auch super leicht da dran. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und da ist es so, dass man diese Schiene hier vorne oder diese Blende besser gesagt, das ist das erste, was ab muss. Und da würde ich empfehlen, von der Vorderseite, also von hier sieht man die Verbindungslinie ganz gut, da quasi dazwischen zu hebeln. Und ich benutze hier generell für alle Arbeiten ein sehr praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da ist alles drin, was man so braucht. Jede Menge Öffner, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, Pinzetten und also das habe ich mir alles jetzt hier auch schon mal zurechtgelegt. Und wie gesagt, für die Blende hier vorne nehme ich jetzt auch einen der Öffner aus dem Werkzeugset. So, und jetzt hoffe ich einfach, dass man das hier sehen kann. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt hier zwischen Blende und Gehäuseseite quasi leicht runter zu gehen und das dann nach oben zu hebeln. Das sind nämlich überall Einraststellen und da muss man sich einfach auch so ein bisschen eine geeignete Stelle suchen. Man hört das dann auf jeden Fall, wenn sich die Einraststellen lösen. Genau wie hier. Also hier ging es jetzt zum Beispiel gut. Ich habe jetzt nicht probiert, das mit Gewalt überall gleich wegzurupfen, sondern man guckt eben wirklich, ja, hier zum Beispiel. Und jetzt hat man den Anfang gefunden. Und dann sieht man schon, dass sich das jetzt hier komplett gelöst hat. Und dann kann man die Blende von da an eigentlich hier abziehen und da einfach nur schauen, dass man das nicht zu weit biegt, dass man möglichst weit vorne greift, also nicht hier hinten natürlich, dann kann das hier brechen. Aber wenn man einfach von hier vorsichtig das ein bisschen ablöst, wie gesagt, das laute Knacken ist normal, dann, so wie jetzt, hat man das super schnell runter und damit eigentlich das Schwierigste schon hinter sich. So, wenn die Blende einmal weg ist, muss man den Bildschirm quasi, das Display, rausnehmen und das wird verschraubt. Und da gibt es auch zwei Schraubenlängen. Man sieht einmal hier vorne die 4 Schrauben. Ich habe die übrigens jetzt alle schon rausgemacht. Und diese 4 Schrauben hier, die sind etwas kürzer als der Rest. Also das auf jeden Fall getrennt aufbewahren. Und dann gibt es insgesamt 9 Schrauben. Dann mal einmal hier, hier, hier. Muss ich kurz gucken. Hier, 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 hier und hier.
Die müssen alle raus. Also wie gesagt, das sind 9 hier, die sind etwas länger und 4 hier vorne. Und wenn man die alle raus hat, kann man das Display raushebeln. Das sitzt ja hier wirklich in dem Rahmen drin. Ich würde jetzt hier versuchen, vorne anzufangen. Auch da wieder nimmt man sich einen Gegenstand oder direkt einen Öffner. Und das ist einfach auch, wie schon bei der Blende, nur eine Geduldsfrage. Da einfach nur nichts mit Gewalt machen. Aber hier vorne sind quasi die meisten Einraststellen. Das heißt, wenn man die schon mal so ein bisschen hier rausbekommt, so wie jetzt. So, genau, jetzt hat sich das hier quasi schon gelöst. Diese ganzen Einraststellen sind jetzt schon frei. Und dann kann man im Grunde genommen versuchen, auch hier am Rand zum Beispiel, dass man dann hier das Display schon nach oben lupft. Wie gesagt, das ist echt ein bisschen unhandlich, hier das zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. So, ja. Und das knackt furchtbar laut. Das ist aber völlig normal. Das ist einfach sehr gut über Einraststellen verbunden. Und dann hebelt man das Display im Grunde genommen so aus dem Gerät raus. Hier ist übrigens der Rahmen gerissen. Das war also vorher schon. Und ja, muss dann da einfach schauen, dass man vorsichtig um das Gerät geht. Das fühlt sich ein bisschen zerbrechlich an, aber tatsächlich ist das dann relativ einfach hier rausgehebelt. Genau, und dadurch, dass man hier drüben ja dann schon eine Öffnung hat, wo man das greifen kann, ist das dann eigentlich relativ schnell erledigt. Und jetzt ist natürlich so, dass man das jetzt nicht einfach wegreißen sollte, weil unten drunter natürlich auch noch Kabel sitzen. Das heißt, am besten erstmal einfach nur nach oben stellen. Und dann kann man sehen, es gibt 2 Kabel. Einmal das Breitbandkabel hier und dann noch hier das Displaykabel. Und das Displaykabel kann man jetzt einfach nach oben hin wegziehen, ein bisschen rütteln und dann ist das schon mal draußen. Und bei der Steckverbindung, da gucke ich mal, ob ich euch das gleich noch näher zeigen kann. Da ist es so, der Stecker an sich wird hier quasi nochmal gehalten und das zieht man zuerst nach oben. Genau, dieses Teil. Und das gibt dann das Kabel sofort frei. Das zeige ich euch nachher aber auch noch mal im Detail. Und dann natürlich einfach nur schauen, dass man das Display ordentlich ablegt auf der Rückseite, dass das keinen Schaden bekommt. Und ja, schon ist man an dem Inneren des Geräts dran. Genau, und jetzt zeige ich euch eben hier noch mal den Stecker, ja, wo das Breitbandkabel dran war. Und da kann man sehen, wenn ich es aufs Bild kriege, hier ist er, genau, dass der jetzt im Moment eben unten ist. Das heißt, man zieht den hier nach oben. Das gibt das Kabel frei und umgekehrt genauso. Also der Stecker muss auf sein, dann kommt das Breitbandkabel rein und dann drückt man den quasi hier links, rechts wieder nach unten. Und dann wird das Kabel auch ordentlich in dem Stecker gehalten. Gut, was wir jetzt hier sehen können, ist zum einen die SSD. Die sitzt hier, ist genauso verbaut wie beim Laptop. Generell ist hier drin eigentlich alles wie bei einem Laptop. Lässt sich also nachrüsten. Wir sehen hier drüben das WLAN-Modul. Hier ist die CMOS-Batterie. Die ist hier quasi nur reingedrückt. Die kann man raushebeln. Unter dieser Abdeckung hier ist der RAM. Und hier sehen wir noch den Lüfter. Für alle Arbeiten hier, also auch die Schrauben außen und unter der Blende, benutze ich hier einen Aufsatz, das ist ein normaler Kreuz. Und dann nehme ich hier einen pH0. Da kann man auch einen pH1 nehmen für die größeren Schrauben. Und dann zeige ich euch schnell, wie man die SSD tauscht. Das ist nämlich wie immer super einfach. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier gehalten. Ja, und dann kann man die SSD so leicht nach oben hebeln. In dem Fall klebt die jetzt ganz ordentlich und hier aus dem Slot ziehen. Und die klebt einfach hier auf dem Kühlstreifen. Ja. Und
ja, genau so kann man die dann auch wieder austauschen oder einbauen. Kühlstreifen am besten lassen. Die SSDs passen generell auch nur in eine Richtung. Die würde also so gar nicht in den Slot zurückgehen. Und ja, also wirklich ganz einfach wieder zurück in den Slot. Einfach nur schauen bis ganz zum Anschlag. Ein bisschen nach unten drücken und dann wieder verschrauben. Beim RAM ist es so, wie gesagt, der sitzt hier unter dieser Abdeckung. Und die Abdeckung selber wird einmal von der Schraube und einmal von der Schraube hier gehalten. Und auch das sind relativ große Schrauben. Da kann man jetzt also ruhig auch ein PH1 oder sogar noch größer nehmen. Aber ja, PH1 funktioniert hier super. Und die Abdeckung selber kann man dann einfach nach oben abziehen. Genau. Und die sitzt hier noch auf so kleinen Klammern. Ja, hier zum Beispiel, auch hier drüben sind zwei und hier oben oder hier. Das ist super, um die Abdeckung da wieder drauf zu positionieren. Und der RAM selber auch wieder wie beim Laptop, der wird von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Das heißt, wenn man die zur Seite zieht, springt der einem förmlich schon entgegen. Und dann kann man den so tauschen. Da würde ich jetzt nur darauf achten, je nachdem, wenn man jetzt so ein bisschen fettige Finger hat oder feuchte Finger, dass man da nicht vorne an die Kontakte dran kommt. Und hier das gleiche Prinzip wie bei der SSD. Der geht nur in eine Richtung, so würde der nicht passen. Und dann kommt der neue RAM einfach in den Slot zurück. Bis ganz zum Anschlag hier das gleiche Prinzip. Und wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Lässt sich also auch super gut nachrüsten. Gut, am Ende natürlich nicht vergessen, auch die Abdeckung für den RAM wieder drauf zu machen. Das ist hier quasi nur fürs Display, dass das ein bisschen gepolstert ist und gemütlich im Gerät liegt. Und da jetzt eben einfach auf die Halterung, die ich vorhin gezeigt habe, draufstecken. Genau, und dann wieder verschrauben und schon hat man das auch erledigt. Auch den Lüfter kann man tatsächlich einzeln tauschen. Der wird von diesen 3 Schrauben hier gehalten und dann sehen wir hier noch das Kabel, was zum Mainboard geht. Und auch hier ist es so, das geht nach oben hinweg. Also auch da kann man das Kabel hier zack, einfach nach oben hin rausnehmen. Und da merkt man sich einfach, dass das Ganze hier unten drunter verläuft, dass das nicht am Ende hier oben rum geht und dann durch das Display, dann hält das Display nicht mehr richtig, wackelt. Das Kabel wird geknickt, also da dann einfach schauen, dass man das hier unten rausbekommt. Und ja, wenn die Schrauben einmal raus sind, kann man den Lüfter einfach nach oben hier aus dem Gerät nehmen, also extrem einfach. Und genau, und dann sieht man hier an dem Stecker, sieht man ja auf der einen Seite Kontakte, das auf der anderen Seite nicht. Und beim Wiederverbinden zeigen die Kontakte quasi nach links. Und da kann man dann eben den Lüfter beim Einbau, wird der wieder auf die Gewinde gelegt. Der hat hier auch 2 praktische Führungshilfen. Das heißt, der sitzt einfach direkt wieder in Position. Und ich würde auf jeden Fall als allererstes dann hier den Stecker wieder verbinden. Der kommt dann eben einfach von oben wieder drauf. Das kann ein bisschen friemelig sein, so wie das bei mir jetzt gerade ist. So, genau. Ich zeige euch das mal hier. Genau so sieht das dann aus. Und dann natürlich auch nicht vergessen, den Lüfter wieder zu verschrauben. Beim Display verbinden muss man jetzt einfach nur schauen, dass man auch beide Kabel wieder verbindet. Und da gibt es einmal das Displaykabel selber. Und da kann man hier, wenn der Fokus kommt, sehen, dass auf einer Seite Kontakte sind. Und die Kontakte zeigen jetzt aus der Perspektive nach links.
Und den steckt man dann einfach von oben Das kann ein bisschen friemelig sein, aber man spürt das, wenn der wieder sitzt. Und bei dem Breitbandkabel genau das Gleiche. Schauen, dass die Verriegelung oben ist. Und dann kommt der wieder bis zum Anschlag in den Slot, in den Stecker besser gesagt. Und dann die Verriegelung nach unten hin zumachen, dass er sich nicht mehr löst. Und dann kann man das eigentliche Display wieder ins Gerät legen. Ja, und wenn man die Kabelverbindungen dann drin hat, legt man das Display am besten von oben angefangen zurück in den Rahmen oder in das Gerät. Schauen, dass der hier oben auch wirklich bündig sitzt. Und presst den nach unten fest. Und das ist wirklich auch wichtig, dass man hier tatsächlich, man hört das echt super, also wirklich auch bis hier unten drunter das wieder reinmacht. Ohne zu viel Gewalt. Das geht eigentlich super einfach, aber das sollte dann am Ende schon wieder richtig sitzen. Und tatsächlich auch hier vorne, das sind auch überall Einraststellen, also auch die müssen hier richtig im Gerät drin sitzen. Danach kann man alle Schrauben wieder reinmachen, wie gesagt, die 4 kurzen hier. Und das habe ich am Anfang ja schon gezeigt. Und wenn dann alles verschraubt ist, legt man am Ende die Blende, die wird ja auch nur über die Einraststellen gehalten, hier wieder drauf und das gleiche Spiel hier auch. Da einfach schauen, dass man die wirklich nach unten hin zumacht. Ja, wenn man das jetzt hier zum Beispiel sieht, dass da hier drüben zum Beispiel ja keine Öffnungen sind, dass das hier wirklich alles bündig wieder drauf sitzt. Und auch hier vorne, das sieht man hier vielleicht auch da sitzt das überhaupt noch nicht drauf und muss da wirklich richtig eingerastet werden. Und ja, so hat man dann tatsächlich, wie ich finde, ohne viel Aufwand oder ohne großen Stress die Möglichkeit, auch so ein All-in-One zu reparieren oder eben gegebenenfalls auch aufzurüsten. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.